Die kleine Fujifilm X106 kann etwas, was die Fuji X-T5 nicht kann. Etwas, was es zwar an der X-T5 auch gibt, aber sich nicht so schnell aufrufen lässt wie bei der Fuji X106. An der kleinen Fuji kann man nämlich eine Funktionstaste mit der Spotmessung belegen, was an der X-T5 nicht geht, oder vielleicht bin ich auch zu doof. Die Spotmessung ist eine der 4 Belichtungsmessmethoden, die sehr gerne auch benutzt wird, um diese starken Hell-Dunkel-Kontraste bzw. harten Schatten zu erzeugen. Dabei misst die Kamera Lichtverhältnisse in einem Bereich, der nur 2% des Bildes entspricht. Diese Belichtungsmessung kann man gut bei Gegenlichtaufnahmen oder in Situationen verwenden, bei denen der Hintergrund sehr viel heller oder dunkler als das Hauptmotiv ist. Das Ganze funktioniert nicht nur in Schwarz-Weiß, sondern auch in Farbe. An der X-T5 habe ich zwar auch eine Taste zur Auswahl der Belichtungsmessmethode belegt, allerdings kann ich an der X-T5 nicht wie an der X106 direkt auf die Spotmessung umschalten. Hallo Fuji, wie wär's mit einem Update? So kann ich jetzt also an der X-T5 nur das Menü zur Auswahl der Belichtungsmessmethode aufrufen und dann beispielsweise die Spotmessung auswählen. Im Menü der X-T5 zur Belegung einer FN-Taste heißt das dann AE-Messung. An der kleinen Fuji X106 geht das deutlich schneller und einfacher. Dort kann ich nämlich eine Funktionstaste, in meinem Fall die FN2-Taste, mit der Funktion Spotmessungssperre belegen. So kann ich schnell und einfach mit nur einem Knopfdruck zwischen der Mehrfeld- und der Spotmessung hin und her schalten, je nach Bedarf. Um die FN2-Taste oder eine andere entsprechende zu programmieren, hält man die Display- bzw. Back-Taste länger gedrückt, bis das Menü zur Einstellung der Funktionstasten erscheint. Anschließend wählt man die gewünschte Funktionstaste und im dortigen Menü stellt man dann die Spotmessungssperre ein, was sich bei der X106 auf Seite 8 finden lässt. Das war's dann auch schon. Die Spotmessung oder andere Belichtungsmessmethoden lassen sich allerdings nur aktivieren, wenn die Gesichts- bzw. Augenerkennung oder die Objekterkennung ausgeschaltet ist. Sollte einer dieser Modi an sein, kann man die Belichtungsmessmethode nicht ändern. Die dann aktivierte Methode wird auch im Display der Kamera unten links wie immer angezeigt. Wenn man jetzt die Spotmessung benutzt, sieht man auch, dass sich die Belichtung recht schnell ändern kann durch das Verschieben des Fokusfeldes, an das ja auch die Belichtungsmessung gekoppelt ist, oder auch beim Bewegen der Kamera. So ist es manchmal durchaus schwierig, den richtigen Spot bzw. die gewünschte Belichtung beizubehalten. Aus diesem Grund habe ich an meinen Fujis noch die Funktion der AEL-Taste angepasst. Üblicherweise oder standardmäßig muss man ja, um die Belichtung zu sperren, die AEL-Taste gedrückt halten. Man kann an der Fuji aber auch einstellen, dass man die Taste nicht gedrückt halten muss und die Taste kann man dann wie einen Ein- und Ausknopf nutzen. Also einmal drücken ist ein und nochmal drücken ist wieder aus. Das Ganze funktioniert natürlich auch in den anderen Belichtungsmessmethoden. Wie schon erwähnt, lässt sich die Spotmessung wunderbar bei Gegenlichtaufnahmen verwenden oder wenn man starke Kontraste mit harten Schatten erzeugen möchte. In Kombination mit der AEL-Taste lässt sich so schnell und einfach die gewünschte Belichtung einstellen und anschließend das Motiv scharf stellen. Alles, was man jetzt noch braucht, ist Licht und Schatten. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, für was ihr die Spotmessung so einsetzt, und wenn jemand doch noch eine schnellere Lösung für die X-T5 hat, dann her damit. Das war's aber auch schon wieder für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.